Hey Maiko-Fans, heute ist es soweit. Heute werden eure fleißig gestellten Fanfragen endlich beantwortet im Fanfragen-Video Nummer 2. Und ganz wichtig und was ich total toll finde, wir haben exklusiv die Antworten vom Produzenten von Maiko und vom H2O bekommen. Und deswegen bin ich total stolz darauf, euch heute die ganzen Antworten zu liefern. Aber bevor es jetzt losgeht, müsst ihr noch ganz kurz auf den Mondring klicken und die magische Kraft entfalten. Das bedeutet einfach, dass ihr den Kanal abonniert und somit kein Video mehr verpasst. Und wenn das jetzt geschafft ist, dann legen wir auch direkt los. Ja, also eine der ersten Fragen, die mir gestellt wurde, war ja, ob die H2O und Maiko Girls sich untereinander kennen und wie viele Jahre eigentlich überhaupt zwischen Maiko und H2O liegen. Und darauf habe ich eigentlich nicht wirklich eine Antwort bekommen, außer halt die Antwort, dass wir warten sollen und dass wir es sehen werden. Gut, daraus lässt sich jetzt entweder schließen, dass sie es entweder selber nicht wissen, keine Ahnung, oder dass es vielleicht in der zweiten Staffel von Maiko eine entscheidende Rolle oder sowas spielt und dass sie es deswegen nicht verraten wollen, weil dann würden sie ja die ganze Spannung sozusagen vorwegnehmen. Aber auf die nächste Frage habe ich dann wieder eine Antwort bekommen, und zwar gab es den Maiko-Schwarm schon bevor H2O stattgefunden hat. Und darauf habe ich die klare Antwort bekommen, ja, den Maiko-Schwarm gab es vor H2O. Und daraus schließt sich natürlich auch die Frage, was halt zuerst kam, Maiko oder H2O, dass es natürlich Maiko zuerst gab und dann H2O kam. Das einzige Problem, was ich halt dabei habe, also wenn man so drüber nachdenkt, wenn es halt den Maiko-Schwarm vor H2O gab, wo ist er dann bei H2O? Weil bei H2O spielt ja auch auf Maiko Island und dann bei Maiko ist ja sozusagen kein Schwarm. Aber bei Maiko wird ja erzählt, dass Maiko Island das Zuhause vom Schwarm ist. Also ist ja eigentlich so ein bisschen die Frage, wo ist der Schwarm bei H2O? Versteckt er sich oder sind die vielleicht auch wieder vor irgendwas geflüchtet? Man weiß es nicht, man kann es natürlich auch wieder nur vermuten. Als nächstes wurde ich dann von euch gefragt, warum eigentlich die Maiko-Mädels und H2O-Mädels unterschiedliche Fischschwänze besitzen. Und natürlich habe ich das auch wieder gefragt. Und ob sie halt auch noch zwei andere Sorten von Meerjungfrauen sind. Und dann wurde mir geantwortet, dass es wirklich zwei verschiedene Meerjungfrauen-Sorten sind sozusagen. Das eine bei H2O sind diese Landmenschen, die zu Meerjungfrauen werden. Und bei Maiko ist es so, dass es ja Meerjungfrauen sind. Das ist halt einmal, um die zu unterscheiden, sag ich jetzt mal. Und der andere Grund, der auch noch, glaube ich, eine wichtige Rolle gespielt hat einfach, was ich ja auch bei meinen 50 Fakten schon gesagt habe, ist, dass ja bei H2O der Fischschwanz unheimlich schwer war. Und das einfach, weil die Produktion auch ein bisschen erleichtern wollten, also diese Dreharbeiten und sowas im Wasser, haben sie ihn einfach leichter gemacht. Und ich denke mal, dass er deswegen auch einfach anders aussieht. Und wie ihr ja alle wisst, besitzen die H2O-Mädels ja alle besondere Fähigkeiten. Zum Beispiel Emma kann das Wasser einfrieren, Bella kann Wasser in Schleim verwandeln, Cleo kann verrückte Dinge mit dem Wasser formen, weiß was ich was, Ricky kann es zum Beispiel erhitzen, verdampfen, was auch immer. Und dann wurde ich halt von euch gefragt, ob die Maiko Girls überhaupt so eine Fähigkeit besitzen und wenn ja halt auch welche zum Beispiel. Und diese Frage habe ich weitergeleitet und habe als Antwort bekommen, dass die Maiko Girls auch solche Fähigkeiten besitzen, aber sie noch nicht eingesetzt haben. Ich schätze mal, dass das jetzt vielleicht in der zweiten Staffel oder sowas vielleicht auch gezeigt wird. Vielleicht lernen sie jetzt ja von Rita noch irgendwelche besonderen Fähigkeiten und die können sie dann auch endlich mal benutzen. Und was mir auch noch erzählt wurde, was ich ziemlich interessant fand, und zwar ist ja eigentlich logisch, dass die H2O-Mädels sozusagen halbe Meerjungfrauen sind, weil sie waren ja eigentlich normale Landmenschen, die ja durch diesen Mondsee zu Meerjungfrauen geworden sind. Und bei Maiko ist es ja so, dass die Maiko Girls von Anfang an geborene Meerjungfrauen sind und halt dann eigentlich erst zu Menschen werden. Und deswegen sind die Maiko-Kräfte auch nochmal viel stärker als die von den H2O-Mädels. Ja, und die nächste Frage war dann, wie lange es eigentlich dauert, eine Maiko-Staffel zu drehen, beziehungsweise eine Maiko-Folge. Und darauf habe ich eine ziemlich ausführliche Antwort bekommen. Und zwar dauert es ungefähr 6 Monate, um eine Maiko-Staffel zu drehen. Und eine Folge zu drehen ist das ein bisschen aufwendiger, weil das liegt nämlich daran, dass ja die Episoden aus verschiedenen Szenen bestehen. Und dass es halt natürlich auch so ist, dass man für jede Szene unterschiedlich lang braucht zum Drehen, je nachdem, was natürlich in der Szene passiert. Beispielsweise Unterwasserszenen, dafür braucht man durchschnittlich länger. Einfach zum Beispiel, weil man ja unter Wasser, man kann schlechter Schauspieler, das ist vom Gefühl her auch ganz anders für die Schauspieler. Das Licht ist auch nochmal anders. Und was natürlich auch noch dazu kommt, was ganz wichtig ist, man muss ja auch irgendwie mal atmen, weil man kann ja nicht die ganze Zeit unter Wasser einfach bleiben.
Und deswegen ist es natürlich auch einfacher, wenn man dann, sag ich mal, im Studio zum Beispiel drehen kann, weil da kann man ganz einfach sagen, ja, ich hätte gerne den Scheinwerfer an und den Scheinwerfer wieder aus und schon sieht das Ganze wieder mal ganz anders aus. Ach, das hat sich sogar gereimt. Auf jeden Fall, das ist halt sozusagen der Unterschied, wie lange man halt für eine Szene braucht. Und deswegen ist es so, dass man ungefähr 3 bis 5 Tage braucht, um eine ganze Folge zu drehen. Deswegen dauert es natürlich auch 6 Monate, um eine ganze Episode zu drehen, also eine ganze Staffel. Das Besondere bei dem Film ist aber, dass es gar nicht in der Reihenfolge geschieht, die wir dann am Ende sehen. Also das bedeutet, dass die ganze Staffel, also 26 Folgen, es wurde aufgeteilt in 2 Teile, in je 13 Folgen. Und dann wurde das so gemacht, dass halt zum Beispiel von den ersten 13 Folgen alle Szenen, die auf Mako Island spielen, die wurden halt zum Beispiel erstmal alle zusammengedreht. Dann alle Szenen, die im Ocean Café spielen. Und erst am Ende, wenn diese ganzen verschiedenen Szenen von den 13 Folgen im Kasten sind, wurde das dann nachträglich sozusagen zusammengeschnitten in die Reihenfolge, die wir jetzt im Fernsehen gesehen haben, beziehungsweise die wir jetzt zu Hause auf DVD haben. Ja, und das bedeutet natürlich auch, dass sich alle Leute, die da auch im Hintergrund mitarbeiten, so Kostümbildner oder sowas, die müssen natürlich auch extrem alles durchdacht haben, weil zum Beispiel an einem Tag eine Szene aus der 7. Folge und eine Szene aus der 10. Folge gedreht wird. Und wenn Serena jetzt zum Beispiel, was sie nicht getan hat, aber wenn Serena jetzt zum Beispiel in der 7. Folge ihren Mondring verloren hätte, ja, dann hätte sie ihn ja zum Beispiel in der 10. Folge nicht unbedingt angehabt. Und wenn das aber passiert, dann ist das natürlich ein Fehler im Film und das ist natürlich dann schlecht. Und die letzte Frage, die ich jetzt beantworte, ist, wie viele Menschen eigentlich am Set dort arbeiten. Und das sind ziemlich viele Menschen. Es sind einmal natürlich die Schauspieler selber, dann die Kameraleute, dann gibt es die Produzenten, den Regisseur, der dort vorhanden ist. Und natürlich, was ich total witzig fand, gibt es dort einen Caterer, der die ganze Crew mit Essen versorgt. Ist ja logisch, ich meine, die haben ja auch menschliche Bedürfnisse und haben Hunger. Und so kommt es dann zustande, dass es 35 Leute gibt, die jeden Tag dort am Set arbeiten. Und dann ist es so, dass es an manchen Tagen dazu kommt, dass es sogar bis zu 60 Leute sind, die dort am Set sind. Ich denke mal, dass es wahrscheinlich an den Tagen ist, an denen Unterwasserszenen gedreht werden, weil es halt aufwendiger ist. Und was auch noch dazu kommt, ist, dass mir gesagt wurde, dass es bis zu 250 Statisten gibt. Also das bedeutet einfach Menschen, die dann dort im Café sitzen oder die am Strand langlaufen. Und ich muss ehrlich sagen, es sind echt ganz schön viele Menschen, die an sowas beteiligt sind. Das hätte ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht so vorgestellt, aber im Nachhinein ist es natürlich logisch. So, das waren also die Fanfragen Nummer 2. Ich hoffe, es war was Interessantes für euch dabei und ihr habt was dazugelernt. Und natürlich könnt ihr mir fleißig einfach weiter eure Fanfragen stellen. Und ich werde sie natürlich auch wieder sammeln und gebündelt dorthin schicken. Und sobald ich die Antworten habe, gibt es dann ein Video Fanfragen Nummer 3. Und ich würde sagen, wir sehen uns auf jeden Fall früher schon mal wieder und in meinem nächsten Video. Und ich sage, macht's gut. Bis dann.